Hallo, ich bin der Christian, Werkstattleiter von IPC Computer und ich zeige euch heute ein Teardown-Video von einem HP 17-BS Serie Notebook, also das sogenannte Zerlegen in die Einzelteile. Das Notebook ist ein weit verbreitetes Gerät. Gibt es auch in verschiedene Varianten. Ist auch baugleich mit der 17-AK Serie. Dementsprechend haben wir auch fast alle Ersatzteile am Lager. Wir haben hier mal eine Auswahl der verschiedenen Teile, die wir so haben. Zum Beispiel fangen wir hier mit den Netzteilen an. Die gibt es in verschiedene Größen, also sprich Wattzahlen. Dann verschiedene Bauformen, abgerundet, eckig und so weiter. Dann haben wir hier einen Reiseadapter oder sogar Kfz oder Flugzeugnetzteil mit Tasche. Dann haben wir hier Originalakku und der kompatible IPC Computer Akku. Dann sehen wir hier verschiedene Festplatten, SSD, die M2 Festplatte, für welche es extra einen Adapter gibt, mit Adapterplatine, original von HP. Dann haben wir Arbeitsspeicher, Laufwerk, dann noch einen Adapter, dass man eine zweite Festplatte statt im Laufwerk einbauen kann. Dann sehen wir hier der Display-Frontrahmen, Displaydeckel in verschiedenen Farben, das Scharnier, das rechte und das linke. Das geht auch alles sehr oft kaputt, also gerade der Deckel und die Scharniere, die brechen sehr oft. Dann sehen wir hier noch Tastatur in zwei verschiedene Varianten. Das Touchpad, welches, ich zeige es Ihnen gerade mal, hier hinten reinklebt wird. Am besten, wenn man Tastatur tauscht, das Touchpad gleich mitbestellen. Dann haben wir hier das Display und das Displaykabel. Und zu guter Letzt noch die Bodenplatte. Kommen wir nun zum Zerlegen vom Gerät. Zuallererst natürlich mal das Netzteil wegmachen und der Akku raus. In dem Fall ist er noch gesteckt. Und dann, in dem Fall hat man jetzt ein gebrochener Displaydeckel. Dann nehmen wir als erstes mal den Frontrahmen ab. Der ist nur drauf gesteckt. Muss man einfach ein bisschen vorsichtig abnehmen. Am besten so, dass man das Display nicht kaputt macht. So, dann gibt es bei HP, bei mancher Serie, zum Beispiel das 17-X oder 17-Y, die Variante, dass man jetzt den Deckel abschrauben könnte. Das geht hier aber nicht. Wie man sieht, sind hier auch die Verschraubungen ausgebrochen. Man sieht es jetzt nicht so gut, sieht man nachher noch besser. Hier kriegt man den Deckel jetzt aber nicht weg, weil man die Scharnierabdeckungen wegmachen muss. Darunter sind noch Schrauben. Die kriegt man aber erst weg, wenn man die komplette Display-Einheit vom Grundgerät getrennt hat. Deshalb zeige ich euch jetzt, wie man das ganze Gerät zerlegt. Zuerst müssen natürlich alle sichtbare Schrauben mal raus. Das ist die Schraube vom Laufwerk, kann man das Laufwerk gleich rausmachen. So, bei dem HP-Gerät sind auch unter den Gummifüßchen noch Schrauben. Muss man nicht ganz wegmachen, die sitzen außer im Eck.
So, wenn man alle Schrauben draußen hat, kann man auch die Bodenplatte schon abnehmen. Beste mit einem flachen Werkzeug vorne ansetzen und Stück für Stück lösen. So, wenn man das Gerät offen hat, sieht man auch die verschiedenen Komponenten, die man zum Beispiel tauschen kann. 2 Steckplätze für Arbeitsspeicher. Hier sitzt die Festplatte, könnte man auch eine SSD einbauen. Oder über den Adapter, wo wir gerade gesehen haben, eine M2. Dann der Kühler und Lüfter, den man tauschen kann. Ja. Und die WLAN-Karte. Die ist schon wichtig. BIOS-Batterie. Ja. Hier ist noch die BIOS-Batterie, die man eventuell mal rausnehmen muss, um ein Hardware-Reset zu machen. Das hilft auch immer mal. Oder die WLAN-Karte, welche man normal aber nicht unbedingt tauschen muss. So. Das Mainboard kann man natürlich auch tauschen, aber das macht in der Regel nicht so viel Sinn. Ist meistens viel zu teuer und lohnt sich nicht bei den Geräten. Aber das muss man zum Beispiel alles ausbauen, wenn man die Tastatur tauschen will, weil das ein Teil ist. Wir müssen jetzt aber die Display-Einheit abbauen. Das heißt, wir müssen die WLAN-Antenne abstecken. Das Display-Kabel. Und so wie ich das im Moment sehe, müssen wir auch den Kühler abbauen, weil wir sonst nicht an die Schraube vom Scharnier rankommen. Wobei, Kühler bin ich mir gerade nicht sicher. Erstmal der Lüfter. So, machen wir auf der Seite mal weiter. Das ist das Kabel vom Stromstecker. Auf der anderen Seite ist es einfacher. Hier ist, wie man sieht, das Gehäuse auch schon gebrochen. Man muss den Kühler doch wegmachen. Da versteckt sich nochmal eine Schraube drunter, die aber in dem Fall wie auf der anderen Seite auch eine gebrochen ist. Dann kann man die ganze Einheit wegnehmen. Als nächstes muss man das Display noch rausschrauben.
Dann kann man es abstecken. So, wenn wir jetzt hier nochmal gucken, sieht man auch, dass der Deckel komplett ausgebrochen ist. Also quasi Scharnier vom Deckel weggebrochen. Deshalb müssen wir das Teil tauschen. Im Prinzip muss man jetzt auch nur noch die Scharniere wegschrauben. Scharnierabdeckung natürlich auch. Wobei es auf der Seite nicht gut geht. Dann kann man sie nach außen wegnehmen. Und wie man jetzt hier sieht, ist hier die Schraube, an die man sonst nicht rankommt. Aus dem Grund muss man alles komplett zerlegen. Ich kann es euch auf der anderen Seite auch nochmal zeigen. Ja, die Scharnierabdeckung muss weg. Und dann ist hier die Schraube. Was ich euch auch noch vielleicht zeigen könnte, wenn der Deckel ausbricht, bricht auch gern das Scharnier. Das bricht dann hier das Bracket ab durchs Bewegen. Das muss man dann mittauschen, weil sonst ist es hinterher nicht mehr stabil und dann bricht es gleich wieder aus. In dem Fall sind sie aber noch ganz. Der Kunde hat rechtzeitig reagiert. Ja, im Prinzip muss man dann nur noch die WLAN-Antenne ausbauen, die Webcam und das Displaykabel und dann kann man alles retour wieder zusammenbauen mit einem neuen Deckel.